Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zu einer neuen Technikfolge. Technik ist relativ, weil ich euch heute das Sondieren zeigen will als Geschlechtsbestimmung. Klar, die Sonden selber sind ein technisches Utensil, aber beim Tier nach dem Geschlecht gucken hat mit Technik ja recht wenig zu tun. Aber trotzdem, das Ganze heißt Technikfolge, möchte ich euch heute zeigen. Vorneweg zwei Dinge. Zum einen ist, denke ich, für ein Reptil immer harmloser, wenn ich die Poppen oder Fühlen tue. Ne? Ich habe euch, es gibt ja eine Folge Geschlechtsbestimmung, da ist das Poppen und das Fühlen genau beschrieben. Heute gehen wir wirklich nur speziell auf Sondieren ein. Aber wenn ihr die Tiere poppen oder fühlen könnt, ist es sicherlich die bessere Wahl, würde ich euch empfehlen. Es gibt aber einige Reptilien, die man eben weder poppen noch fühlen kann, die muss man sondieren und deswegen zeige ich euch das Sondieren heute. Das Ganze muss vom erfahrenen Terrarianer gemacht werden, gezeigt werden oder vom Veterinär gemacht, gezeigt werden, bevor ihr da selber drauf los könnt. Also geht nicht daheim hin, bestellt euch Sonden und meint so, jetzt fange ich mal an, ich habe Reptil-TV gesehen, jetzt fange ich mal allein das Sondieren an. Das soll euch zeigen, wie es geht, aber wie gesagt nur unter erfahrener Anleitung. Was auch die letzten Jahre sich gezeigt habe, dass einige Echsen sich auch relativ gut sondieren lassen. Grüne Leguane kann man sondieren, man kann Nashorn-Leguane habe ich schon sondiert, man kann diverse Skinke sondieren, also auch bei den Echsen funktioniert es, wobei man bei den Echsen vielleicht noch mehr aufpassen muss. Dornschwanzagamen zum Beispiel lassen sich auch recht gut sondieren, aber ich muss wirklich aufpassen, damit ich da nichts verletze. Zeigen tue ich es euch an Schlangen, weil es bisschen anspruchsloser ist zum Zeigen. Wichtiger Punkt, ihr müsst gut sehen, wenn ihr das macht. Ihr müsst ein gutes Licht haben. Wenn ihr, wie ich, die Alterskurzsichtigkeit zuschlägt, dann nehmt eine Brille dazu, dass ihr wisst, wo ihr rumsondiert. Am besten, wenn ihr das Ganze zu zweit macht. Einer, der hilft, das Tier zu halten und der andere, der sondiert bzw. die Kloake selber hält. Ne? Hätte ich jetzt hier eine zweite Person, der würde hier vorne das Tier noch halten und ich kann hier hinten die Kloake fixieren. Noch ein ganz wichtiger Punkt beim Sondieren selber, ihr müsst natürlich ein Gleitmittel an der Sonde verwenden. Ich habe immer ganz gern das Liniment von Heiler verwendet, ist leider nicht mehr auf dem Markt erhältlich, beziehungsweise gibt bestimmt noch Restbestände. Ihr könnt aber auch Bepanthen zum Beispiel verwenden. Also ich nehme eigentlich ganz gern natürlich ein gut gleitendes Mittel, aber vielleicht auch so ein etwas heilendes Mittel. Ne? Wenn ich dem Tier schon mit meiner Sonde in die Hemipenistaschen fahre und da vielleicht so Mini-Verletzungen mache, dann denke ich mir, ist eine heilende Creme noch ein ganz gutes Mittel der Wahl, ne? Deswegen diese Liniment. Ich nehme die passende Sonde, natürlich auch ganz wichtiger Punkt, die Sondengröße muss passen. Hier für so eine kleine Kornader nehme ich eine 0,5er bis 1 mm Sonde, also wobei 1 mm schon eigentlich zu groß ist für diese kleine Kornader. 0,5er. Ich mache ein bisschen von dem Gleitmittel mache ich mir auf die Hand oder auf ein sauberes Papier oder sowas, tu die Sonde damit gut einstreichen und kann jetzt, also wichtig, die Kloake gut fixieren und kann dann das Tier sondieren. Ne? Wichtig wirklich die Fixierung. Das Tier darf mir hier nicht ausrutschen und ich sich dann mit verletzen, sondern es muss wirklich gut fixiert sein, hier zwischen Zeigefinger oder zwischen, was habe ich hier, den Mittelfinger und meinem Daumenballen kann ich die Stelle gut halten und kann in meine Richtung hier die Sonde einführen. Ich zeige es euch an der großen, weil es einfach besser zu sehen ist, aber die kleine wollte ich euch auch kurz andeuten, wie man es macht, damit ihr es mal gesehen habt. Aber rein filmtechnisch, das ist eine Liquor-Eis Erdnatter, da sieht man das Ganze dann vielleicht ein bisschen besser. Auch noch ein kleiner Trick bei den Großen. Manchmal lassen die sich sogar fast besser allein sondieren, gerade wenn es auch so richtig schwere Nattern sind, so Bullennattern oder Indigo-Nattern, die einen relativ
schweren, dicken Körper haben, die werden schnell müde. Wenn ich die wenig so hängen lasse, eine Zeit lang, am Anfang kommen sie schon noch einigermaßen hoch, aber mit der Zeit hängen sie relativ schlappi da. Und ich kann hier oben in Ruhe sondieren. Also die, wie gesagt, so eine Erdnatter ist noch relativ schlank, bei der funktioniert es nicht, beziehungsweise da muss ich eine Weile warten, bis sie wirklich müde wird. Aber dann mit der Zeit wird die müde, wenn die ihr ganzes Körpergewicht hochheben soll. Und ich kann hier oben in Ruhe sondieren, während die an meiner Hand hängt. Wichtig natürlich eben, dass das Tier mich bei meiner Arbeit nicht stört. Dann die passende Sonde. Hier brauche ich jetzt eine Nummer größer wie die Kornatter, die ich euch gezeigt habe. Hier mein Gleitmittel, das ich hier noch auf der Hand habe. Und dann haben die Tiere haben 2 Penistaschen, also Männchen wie Weibchen, beziehungsweise beim Weibchen spricht man von Klitoristasche, aber es sind 2 Taschen, eine rechts, eine links, Schwanz abwärts. Und ich lege mich erstmal für eine Seite fest, probiere bei der einen Seite, wie tief ich reinkomme, mache den Finger hin zum Sehen, wie weit war ich drin. Und dann muss ich zählen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Schuppen tief war ich jetzt ungefähr drin bei dem Tier. Also ein ganz klares Männchen. Bei einem Weibchen würde ich vielleicht so 3, 4, 5 Schuppen reinkommen. Also man kann so sagen, Weibchen bis 5, 6 Schuppen maximal und Männchen, ich würde sagen Minimum 9, 10 Schuppen aufwärts sind Männchen. Ja? Ich war jetzt hier in der von mir aus gesehen rechten Seite drin. Das gleiche gibt es nochmal auf der linken Seite. Komme ich auf einer Seite nicht gut rein, aus irgendeinem Grund kann ich auch, zum Beispiel Männchen können da so Spermplugs drin haben, die das wenig verkleben, dann kann ich auch die andere Seite noch probieren. Muss ich natürlich, also jetzt in dem Fall habe ich gesehen, ich habe ein Männchen, dann ist natürlich kein Grund mehr, die andere Seite zu probieren, wenn ich schon weiß, was ich wissen will. Aber komme ich nicht ganz rein, kann es ein Weibchen sein oder eben ein Männchen, wo ich nicht gut reinkomme, dann noch die andere Seite sicherheitshalber testen. Das war das Sondieren von Schlangen. Nochmal nachträglich darauf hingewiesen, probiert es nicht einfach wild drauf los, nicht einfach Sonden bestellen, probieren, sondern nur vom Fachmann. Und dann könnt ihr die Geschlechter eurer Reptilien gut bestimmen bzw. bestimmen lassen und habt jetzt mal gesehen, wie es funktioniert.